In diesem Video werden wir jetzt endlich bei Teachable deine School registrieren. Es ist soweit, du hast es geschafft. An dieser Stelle solltest du deinen Online-Kurs fertig haben, alle Materialien zusammen haben und jetzt wollen wir bei Teachable deine School registrieren. Ich fange mit Teachable an, weil das deine Heimat ist sozusagen, also das ist der Ort, auf dem du ja zu Hause bist. Und dann später in einem späteren Video zeige ich dir auch noch, wie das Ganze auf Udemy funktioniert. Und dazu switchen wir jetzt an den Rechner und werden das einfach mal live registrieren. Jetzt bin ich bei Teachable auf der Webseite teachable.com und dann kann ich einfach mich einloggen, beziehungsweise kann ich ja noch nicht, Get Started anklicken und mir einen Account anlegen. Bei Teachable ist das ein bisschen seltsam. Ja? Es gibt eine App von Teachable und du kannst dich auf dieser App mit deiner E-Mail-Adresse und dem Passwort, was du hier wählst, einloggen und dann werden alle Kurse, die du mit Teachable gebucht hast, angezeigt. Das ist sehr schön. So hat nämlich jede School auch gleichzeitig eine App. Ja? Also im Prinzip kann ich auf meiner Webseite bewerben, dass jeder auch sich über die Teachable App einloggen kann und dann mein Kurs angezeigt wird, wenn er den denn gebucht hat. Und dann kann er das auch auf seinem Handy angucken oder auf seinem Tablet, was ich persönlich sehr nett finde. Ne? Also es ist ein ziemlicher Komfort letztendlich, etwas, worum du dich nicht kümmern musst. Du musst dir keine App zulegen, du musst keine App warten und gucken, dass sie immer funktioniert, immer nach dem neuesten Betriebssystem. Das macht alles Teachable für dich. Das hast du quasi mitgekauft, als du dieses Abo abgeschlossen hast. Ja, also ich versuche mich jetzt mal zu registrieren hier. Ja, welcome to Teachable. So, an dieser Stelle muss ich mir jetzt einen Namen für meine School aussuchen. Und das kannst du natürlich auf Deutsch tun. Und man kann hinterher die School komplett übersetzen, also dass alles auf Deutsch ist. Und jetzt kann ich mir hier erstmal einen Namen überlegen. Und um bei unserem schöner Wohnen-Kurs zu bleiben, mache ich das jetzt einfach mal. Ne? Wir hatten ja über den Kursnamen gesprochen. Der ist natürlich jetzt so gar nicht repräsentativ. Ne? Dein gemütliches Zuhause ist vielleicht nicht der ideale Kursname, aber das wird es jetzt tun. Also, next. Und dann habe ich auch schon meine URL bei Teachable, nämlich deingemütlicheszuhause.teachable.com. Und jetzt kann ich hier alles eingeben. Are you a business owner? Also besitzt du ein Geschäft? Ja. Oder eben auch nicht. Ne? Kannst du eingeben, was immer du möchtest. Dann hier vielleicht das Topic, also in welchem Bereich du tätig bist. Well, it's my health and wellness. What category best describes your business stage? Ja, such dir was aus, ne? I prefer not to answer ist vielleicht auch mal was, ne? Are you already teaching an online school? No, I'm just getting started. What is the size of your audience? Also, irgendwie habe ich so das Gefühl, das geht die gar nichts an. Ne? Also, vielleicht so wenig Informationen wie möglich gebe ich hier mal und dann registriere ich mich. Und das ist auch schon das Backend meiner School. Hier wird mir noch ein Angebot gemacht, ne? Upselling hier. Also kann ich einfach sparen, indem ich das Pro-Abo buche, nämlich $20 pro Monat und dann am besten jährlich bezahle. Und hier gibt es noch $4.087 in Bonuses. Ja, da hatten wir ja drüber gesprochen, ne? Die Bonuses, die sind so wichtig. Okay, ich mache das jetzt einfach mal weg. Und jetzt ist hier meine School erstmal. Ne? Jetzt habe ich hier das Dashboard und muss jetzt hier diese verschiedenen Schritte durchlaufen. Ne? Sign up for a free webinar, da wird mir dann noch gezeigt, wie das geht. Das ist jetzt leider auf Englisch. Das ist eben so, ja. Aber trotzdem werde ich hier gut durchgeführt. Ne? Sign up. Dann create a product, customize look and feel, set up your domain name. Wenn wir da jetzt mal durchgehen, create a product heißt es, ich erstelle direkt meinen ersten Online-Kurs. Und ich klicke mal da drauf und dann siehst du schon, wie das Ganze funktioniert. Ich kann jetzt entweder einen Kurs anbieten oder Coaching. Ne? Also wahrscheinlich, in dem Fall
könnte man sogar beides anbieten. Ne? Man könnte ja jemandem auch persönlich helfen, sein Zuhause schön einzurichten. Aber gut, wir wollen jetzt einen Kurs anbieten. Also next. Und dann werde ich wahrscheinlich gleich den Titel eingeben müssen, genau, Kurstitel, den Untertitel und dann eben erzählen, wer der Autor ist. Das kann ja jetzt nur ich sein. Schöner Wohnen, einfach schöner Wohnen. Wie gesagt, der Titel und der Untertitel sind sehr wichtig, deswegen bitte nicht davon jetzt irritieren lassen. Halte dich an unser Video, so wie wir das gesagt haben. Da muss was Gutes stehen. Ne? Create Course. Und dann habe ich auch schon meinen Kurs, die Basics zumindest, erstellt. Und jetzt kann ich damit loslegen, hier meinen ersten Abschnitt zu erstellen und dann meine erste Lecture. Jetzt hatte ich ja in dem Kursplan, im Lehrplan, den wir aufgestellt haben, war ja sowas wie Introduction oder Einleitung jetzt eben. Und dann, für wen ist dieser Kurs geeignet? Ich möchte das nur mal eben schnell zeigen. Ja, so. Und wenn ich das jetzt angelegt habe, dann ist es im Draft-Mode, also im Entwurfmodus. Das heißt, ich kann jetzt da reingehen, kann entweder hier den Titel nochmal ändern oder aber direkt hier reingehen und das Ganze bearbeiten. So, und an dieser Stelle kann ich mir jetzt überlegen, was möchte ich hinzufügen? Möchte ich eine Datei hinzufügen? Das wären unsere Zusatzmaterialien. Text schreiben, ein Quiz erstellen oder hier ja, Code wirklich hinzufügen. Custom Code kann ich hier noch hinzufügen oder ein Upsell. Also wenn ich hier jetzt ein Video hinzufügen möchte, also wäre das ein File, also würde ich jetzt einfach hier auf Plus klicken, beziehungsweise das jetzt hier reinpacken und dann auf Plus klicken und meine Datei hochladen. Ne? Die kann ich hier direkt von meinem Computer hochladen und habe sie dann hier in meiner School drin. So, wenn ich jetzt da drüber oder da drunter einfach noch Text haben will, klicke ich da wieder drauf und tippe hier meinen Text ein. Ich mache jetzt mal hier Lorem Ipsum und füge den Text hinzu. Und du siehst jetzt hier zwei Blöcke, nämlich den Textblock und eigentlich auch den Block mit der Datei, die ich hinzugefügt habe. Und das kann ich hier verschieben. Ne? Also hätte ich jetzt das, kann ich das eine nach oben und nach unten ziehen, je nachdem. Ich mache jetzt noch mal ein zweites zweiten Textbereich rein, mal Lorem Ipsum 2. So, damit du siehst, dass ich die einzelnen Module hier verschieben kann. Ne? Also ich kann den hier über den hier stellen und so funktioniert das auch, wenn ich jetzt ein PDF, Video, Audio, was auch immer hier reingeladen habe, über AddFile, dann kann ich das ebenfalls hier verschieben. Bin ich damit fertig, kann ich mir das einmal angucken oder eben auf Publish klicken, dann ist diese Lektion veröffentlicht. Jetzt gehe ich einmal zurück. Also alle Materialien zu der Lektion oder zu der Unterrichtsstunde, könnte man vielleicht auch so ausdrücken, für wen ist dieser Kurs geeignet, befinden sich unter diesem Menüpunkt in dem Bereich Einleitung. Ja? Und jetzt würde ich so weiter vorgehen. Ich würde neue Lectures hinzufügen, also neue Unterrichtsstunden, einfach hier so viele zum Thema Einleitung gehören. Oder hier eben New Section, dann wäre das jetzt, Farben hatten wir ja noch als eine. Ich tippe jetzt einfach mal Farben ein, was auch immer. Und dann würde ich das hier drunter einfügen und ich kann wieder auf Add New Course gehen oder Add New Lecture und könnte dann weiter meine verschiedenen Unterrichtsstunden einfügen. Ja, das kann ich jetzt einfach durchgängig machen. Dann habe ich meine School erstmal erstellt. Ich kann mir das Ganze jetzt mal angucken, wenn ich hier auf Preview gehe. Dann sieht man noch nicht so allzu viel. Ne? Du siehst jetzt hier erstmal das Backend, so würde mein Kunde das sehen, nachdem er sich angemeldet hatte und könnte sich dann eben, wenn er hier draufklickt, die beiden Texte oder das Video, was auch immer hier gerade drin ist, ansehen. Wir schauen uns das nochmal gleich eben in meiner School an. Ja, hier ist wieder das Backend. Wenn ich hier auf Preview klicke, dann kann ich mir die Sales Page angucken, die jetzt im Moment auch noch nicht sehr aussagekräftig ist. Ne? Also hier ist ein Banner, den kann ich natürlich austauschen. Den Button kann ich austauschen. Ich kann hier verschiedene Elemente anlegen und austauschen. Ich zeige dir das nochmal auf meiner School, ja, wie das dann aussieht, wenn ich das angepasst habe. Aber so ist erstmal der Plan. Ne? So kann man erstmal die ganz hier in Ruhe durchgehen. Dann kann man hier einen Preis angeben.
Hier kannst du Create Pricing Plan, das heißt, ich kann einen kostenlosen Kurs erstellen, einen, den man nur einmal kaufen muss, also der einmal Geld kostet und dann nie wieder. Dann ein Payment Plan, das heißt, wenn jetzt ein Kurs 1000 Euro kostet, dann kann ich anbieten, dass du viermal, ja meistens nochmal $300 bezahlst, ne, oder 300 Euro. Oder hier ein Subscription Plan, das heißt, es wird monatlich abgebucht. Also wenn du immer wieder Neues zu deinem Kurs hinzufügst, dann bietet es sich an, dass du sagst, okay, jeden Monat kostet mein Kurs, ich sag mal 20 Euro. Das hat seine Vorteile, nämlich auf diese Weise sorgst du für wiederkehrende Zahlungen. Und das ist ja für jedes Geschäft eigentlich das Beste. Ne? Man kann sich schon auf etwas verlassen, man weiß schon mal, dass die Kosten gedeckt sind. Deswegen ein Subscription Plan, eine Subscription ist schon keine schlechte Idee. Aber dafür musst du natürlich auch den passenden Kurs haben. Okay, ich gehe jetzt mal hier auf Abbrechen. Ja, Drip Content heißt, man kann sagen, wann man welche Inhalte freischalten möchte. Das heißt, wenn sich jemand angemeldet hat, vielleicht meldet derjenige sich für einen kleinen Preis an und kann sich die ersten Lektionen angucken, für 1 Euro vielleicht. Und nach einigen Tagen, wenn diese Probezeit also sozusagen abgelaufen ist, ne, dann wird dann wieder mehr freigeschaltet und so weiter. Oder jeden Monat wird etwas Bestimmtes freigeschaltet. So hat derjenige immer Zugriff auf die Materialien, für die er bezahlt hat. Ja, das kannst du hier genau einstellen. Ne? Du siehst hier schon, Einleitung habe ich eben angelegt und Farben. Und du kannst jetzt sagen, okay, Farben, das Modul Farben wird irgendwann freigeschaltet, nämlich irgendeine Anzahl an Tagen, nachdem der Student sich eingeschrieben hat. Ja? Wenn ich das jetzt aktiviere, dann ist das so. Und dann passend dazu kann ich ihm eine E-Mail schicken. Ja? Also er hat sich eingeschrieben, hat jetzt die Einleitung, kann schon mal anfangen, ne? Hat vielleicht schon sein Moodboard erstellt. Und dann nach, ich sag mal, 5 Tagen oder 3, ist up to you, ne? Kann er das anklicken und dann und hingehen und sagen, okay, ich kann das so einstellen, dass der Kunde dann eine E-Mail zugeschickt bekommt, so dein Modul irgendwas ist jetzt freigeschaltet, also Farben, und jetzt lernst du und führe das dann einfach auf. Kann ich hier so machen, hat bestimmt seine Vorteile, so wird der Teilnehmer immer wieder daran erinnert, dass er in dem Kurs drin ist, wird bei der Stange gehalten, also ist auch eine schöne Möglichkeit. Manche bevorzugen das direkt, alle Materialien zu bekommen. Manche wollen das ja sich auch gerne alles angucken. Ja, ist auch möglich. Ist up to you. Du bist der Instructor. Du kannst bestimmen, wie du das anlegst. Gut, und jetzt gehe ich hier nochmal auf Pages und auf Informationen. Also fangen wir mit Informationen an. Du hast jetzt einmal hier schon mal so die Basics eingegeben. Ne? Schön wäre, wenn du jetzt eine Kategorie angibst und natürlich das Bild für deinen Kurs hier einfügst. Und ja, kannst hier noch ein paar Einstellungen vornehmen und ja, dann ist diese Information schon mal abgeschlossen. Branding, also fürs Branding ist das Bild natürlich ganz wichtig. Und ja, einfach hier durchgehen, hochladen, gut ist. Ne? Und dann hier haben wir noch die Pages. Das ist deine Sales Page und das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Hier, wenn ich jetzt hier auf Edit Page gehe, da kann ich dann hingehen und verschiedene Module einsetzen, die ich gerne auf meiner Sales Page hätte und auf den Bildern. Ich gehe jetzt einmal rüber an meine School, damit du siehst, wie das aussieht. Ne? Also hier siehst du schon, ich kann hier dann das austauschen, einfach Replace Image, kann ich dieses Bild ersetzen. Hier kann ich natürlich einfach reintippen und kann das Example Banner in mein gemütliches Zuhause ändern. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und hier unten eben auch noch ein Subtitle eingeben. Ja, ich lasse das jetzt mal einfach so und gehe mal eben rüber auf meine School. Und hier kannst du dann sehen, wenn ich jetzt mal hier drauf klicke, da kannst du dann direkt sehen, wie das aussieht. Also ich habe, ja, hier habe ich jetzt nicht besonders viel drin, ne? Hier habe ich nur Text drin, das kann man besser. Ich zeige dir doch mal. Hier habe ich nämlich schon dieses Sales Landing Page Framework angewandt, was ich dir erzählt habe. Jetzt werden die ganzen Landing Pages umgeschrieben. Das ist natürlich auch nicht mal eben gemacht. Deswegen dauert das ein paar Momente. So, ja, also hier ist What if in years from now
you, your husband, your mom, your dad or your boy can pull out a mini book und so weiter, ja, what if, also diesen Traum erzeugen. Ne? Also hier ist diese Landingpage Framework, was wir uns im letzten Video angeschaut haben. Und ja, hier habe ich dann noch Bilder eingefügt, die Features eingefügt, ne, die Benefits, was immer man davon hat, wenn man diesen Kurs bucht. Und dann gibt es natürlich hier noch einen Call to Action. Ja? Also so ist das dann nachher aufgebaut. Du siehst, es gibt ganz verschiedene Landingpages. Ich kann hier auch noch mal eine andere aufrufen, die ich anders gestaltet habe, aber nach demselben Framework, ne? What if, ja? Also auch hier wird dann noch mal genau angezeigt, was da alles drin ist in dem Kurs, was man machen kann, welche Projekte man mitmachen kann. Ja? Also auch noch mal nach diesem Framework und auch noch mal enroll in this course und dann geht's los. Ja? Also ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen, die man hier machen kann. Es ist immer ja, wie man es braucht. Ne? Also du musst das natürlich schon alles mit Gehirn entscheiden. Es gibt kein 0815 Framework letztendlich. Ich hoffe, du hast jetzt schon mal die erste Scheu verloren, dich bei Teachable anzumelden, einzuschreiben und ja, deine erste School anzulegen. Viel ausführlicher werde ich das natürlich auch noch besprechen, aber in einem anderen Kurs. Und damit du jetzt schon mal so einen Überblick hast, wie das Ganze funktioniert. Aber du siehst, das ist gar nicht schwer, das kann man hinbekommen. Einfach die ganzen Daten hochladen. Deswegen war es so wichtig, dass du alles komplett fertiggestellt hast, bevor du anfängst hochzuladen. Ich hoffe, es hat dir geholfen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und uns einen Like-Button da lässt. Und dann sehe ich dich beim nächsten Tag der 28-Tage-Challenge.